Oh, fett, 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 oder? Das wäre jetzt. Nee, das Auto. Guck Ach mal. so. Hier, zurück in die Zukunft. Richtig geil. Vergangenheit. Ja, in die Vergangenheit. Ja, richtig. Du hast ja recht. Ey, das ist doch hier mein altes Auto. Mein alter T3. So ein bisschen. Wann hast du das letzte Mal solche Scheinwerfer gesehen? Nicht nur außen sehr stylisch, sondern drinnen auch sehr clever gedacht. Vorne aber komplett modern. Mit einem riesen Display. Also hier mal eine ganz praktische Frage, ne? Hier hinten ist jetzt nichts irgendwie zum Sitzen, aber ich muss praktisch alles hockend hier machen. Abwaschen, an die Mikrowelle ran, hier unten irgendwie ans Klo ran. Okay, da hocke ich mich hin. Aber Der hat sogar ein Klo. der hat sogar ein Klo, das ist schon mal cool. Der ist übrigens auch mit diesen Aluprofilen gebaut, teilweise. Aber hier hinten frage ich mich, wie man das machen soll. Also wenn ich das draußen machen würde, dann würde ich mir hier einen Auszug wünschen, dass ich hier stehen kann. Und wenn ich das drinnen machen soll, dann muss es irgendwie eine Aber Möglichkeit... ich meine, von hier, wenn du jetzt draußen stehst, kommst du ja auch an die Mikrowelle und so ran. Komme ich ran, muss ich aber rausgehen. Ja, Wenn ich nicht du raus- machst auf und kochst hier draußen. Und was für ein schlechtes Hamburger Wetter ist. Dann brauchst du ein größeres Auto. Ach so. Das ist ein Wassertank, ja. Auf Auszug? Nee, Nee, sorry. so clever ist es nicht. Das wäre spannend gewesen. Aber jetzt mal ernsthaft so. Ich sag so, Marco, jetzt gehen wir wieder abwaschen. Ey, Susi, wir hatten einen VW-Bus. Ne? Einen T5. Hatten wir. Ja, da hatten wir die gleiche Situation. Wir hatten ja auch nur eine Heckküche. Du musstest die Klappe aufmachen und dann hast du draußen halt gekocht und gestanden und abgewaschen. Ja, ich hatte aber einen Auszug. Du hast mir da einen Auszug gebaut. Ja. Und dann konnte man das rausziehen und dann konnte man da abwaschen und kochen und dabei stehen und sich nicht einfalten wie so ein Origami-Falterchen. Ja, gut, also das ist halt ein Kompromiss. Ne? Du könntest theoretisch im Clean hier auch drinnen abwaschen, aber bei schönem Wetter musst du halt längere Arme haben. Längere Arme wachsen lassen. Kühlbox. Also ich weiß halt nicht, wie sie das vielleicht wegmachen. Oh, das ist nice. So, und jetzt beantwortet das auch deine Frage, wie du hier kochen kannst, weil dann Absolut. kannst du da halt nämlich sitzen. Das stimmt. Man kann sich hier hinsetzen und dann kommt man bequem an die Seiten ran. Ich nehme alles zurück. Okay, okay, okay. Obwohl der Umbau jetzt auch ganz schön nicht unaufwendig war, ne? Der war jetzt Mit nicht, den Füßen noch unterschrauben. ja, und genau, die der war Bank jetzt noch. nicht irgendwie Dalli-Klick, das Ja. stimmt.
Aber es ist halt auch mal wieder ein anderes Konzept, haben wir so jetzt auch noch nicht gesehen. Ne? Funktioniert. Gut gefallen hat mir hier die Seitenlösung, dass es so rausziehbar war, die Halterung von dem Tisch eben. Ja, Das fand ich ganz clever gemacht hier. Das genau. stört dann auch nicht an der Seite, wenn du schlafen willst. Alle Teile, die abgebaut werden, passen unter das Bett. Das ist auch sehr gut. Das stimmt. Und was hast du da jetzt da vorne nochmal? Hier habe ich noch oder? Becherhalter. Ach, natürlich. Ja, natürlich, wichtig. Becherhalter, Becherhalter. Da vorne ist nochmal Strom. Sehr gut. Ne? Ich kann hier auch problemlos mit gebasteltem Bett nach vorne krabbeln und Ja. losfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Und theoretisch hast du hier drunter noch Staufläche, oder? Ja, und Toilette ist an Bord. Ja, Ein Porta Potty. genau. Kannst du sogar auch nachts nutzen. Also kannst aufstehen oder aufs Klo gehen. Genau. Kochen würde gehen, wenn man sich hier noch einen extra kleinen portablen Kocher mitnimmt. Ansonsten haben die natürlich eine Mikrowelle eingebaut. Ja. Was denn sonst? Eine Rio-Wellengrill. Kann man aber auch tolle Sachen mitmachen. Haben wir schon ausprobiert. Grundsätzlich, wir haben sogar Pizza mitgemacht. Aufgewärmt. Gebacken. 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 Ganz genau. Ja, Ja. sehr gut. Und hier unter hast du dann trotz alledem Staufläche. Und die Möglichkeit, Skier, Surfbretter und alles, was auch länger ist, hier zu transportieren. Würde gehen. Ja, würde gehen. Oder einfach eine Dachbox. Genau. Alles, was man so in den 70ern gebraucht hat. Ja, warum sieht der eigentlich so aus wie aus den 70ern? Weiß ich nicht. Aber er sieht echt schick aus. Und eine Giraffe ist auch an Bord. How do you close the windows for sleeping? Ah. Hey. 形で、つけるのが、 Ah, はい、 hey. ハイエース用っていうの。 Ah, das sind mit Saugnäpfen. Ganz einfach. Simple. Ganz gut. Boah, da muss man auch ganz schön arbeiten hier in dem Auto. Das ist so ein bisschen, ich hatte ja mal einen T3, ne? Hattest du? Ja. Und der T1 war ja noch sehr rund und dann ist er irgendwann eckiger geworden und das erinnert mich so ein bisschen daran. Weil da sah das vorne ja ähnlich aus, ne? So ein bisschen Oder so. beim T3 sah das auch so aus. Auf jeden Fall sehr markant. Ja. Und Sehr- ist es jetzt ein altes Modell hier von dem Auto? Nee, das ist extra wieder in diesem Retro-Look gebaut worden. Und das finde ich auch schon wieder so genial, weil ich mag diese neuen Fahrzeuge nicht so gerne. Ich fand, früher haben die Designer einfach schönere Autos gebaut. Und wenn man sich jetzt wieder dessen besinnt und wieder so alte Klassiker rausholt und wenn es nur die Schnauze ist, weil innen drin ist das Auto hochmodern, ne? Also es hat halt ganz normales Display, es hat einen riesengroßen Bildschirm, Radio und so weiter und so fort. Also multifunktional Display. Das ist schon, und ich glaube, wenn du ihn von der Seite auch ansiehst und auch dieses tiefergelegte und so, das ist schon wieder modern, ne? Das ist halt nur so ein bisschen, Vielleicht auch, weil es ein bisschen anders ist als der Rest. ja, es ist ein Stich Augenzwinkern, davor. ja, ein Augenzwinkern und ein kleiner Fingerzeig auf die vergangenen guten alten Zeiten. Und du weißt auch, die guten Sachen sind in den 70ern kreiert worden. Ja, Susi, da hast du einen langen Hals gemacht, als du das Auto gesehen hast, wa? Ja, weil ich erst dachte, boah, voll unpraktisch. Da muss man hier umräumen und hier und da und hinten kann man gar nicht die Küche benutzen und Ja, manche Ja. Dinge, die brauchen auch erstmal eine gewisse Erklärung. Ja, genau. Und die haben wir bekommen. Das habt ihr ja gerade gesehen, wie das Bett umgebaut wurde. Hinten die Küche hat dann Sinn gemacht. Gepäck verstauen, naja, da muss jeder irgendwie klarkommen, am besten mit sehr wenig. Ja, ein sehr schönes, kompaktes Auto. Dir gefällt besonders das Design von der Front, kann ich verstehen. Ich finde auch die Farbgebung sehr schön, ne? Wenn man mal hinguckt. Ne? Hier unten so diese Sandfarbe, dann hier auch nochmal dieses Vanillige und dazwischen ist so eine kleine blaue Linie. Die Details machen es. Ja, da kommt der Designer in dir hervor. Hm. Ja, ein sehr schönes Auto, schön durchdacht, gefällt uns gut. Absolut. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen.
Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr auch wieder Autos lieber haben wollen, die so ein bisschen retro-designt sind, wo man das Design aus der Vergangenheit wieder aufgreift? Weil früher gab es schon schöne Autos, ne? Gerade so 50er, 60er, wow, richtig schöne Autos. Da muss man sagen, sehen ja heute alle Autos irgendwie aus wie vom gleichen Designer zusammen gelutscht. Wie auch immer, schreibt mal in die Kommentare. Ansonsten muss ich sagen, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video und ihr wisst ja, im nächsten Video, ne? Da wird es richtig spannend. Abonniert unseren Kanal Richtung Himmelblau. Tschüssi.